Limited Editions mit 2 Fahrzeugen sind schon ziemlich cool. Schade aber nur, wenn man einen Panzer dabei hat. Denn wir wissen ja, 2 Panzer sind viel besser. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute sprechen wir über die Limited Edition, die wir in August 2025 bekommen haben. Das Kobi-Set 2659, natürlich aus der Historical Collection World War II, denn wir haben hier einen 7TPDW, einen polnischen Panzer mit 2 kleinen Türmchen und den Panzer I, den Urvater der deutschen Panzerwaffe. Freunde, ich bin richtig gehypt auf das erste Limited Edition Set, wo wir 2 Panzerfahrzeuge drin haben, die Kobi später natürlich wieder splittet und abgeändert als einzelne Sets herausbringt. Also eine Menge Fakten, bestimmt interessante Klemmbausteine, all das finden wir heute hier auf meinem Bautisch. Limited Editions mit 2 Panzern, das ist doch eine gute Idee, Kobi, auf den ersten Blick. Den zweiten holen wir uns jetzt, wenn wir in den Karton gucken. Zuerst besprechen wir aber das Äußere. Das Kobi-Set kommt natürlich aus der Historical Collection World War II. Vor allen Dingen, wenn dieses Set ja sogar noch einen Untertitel hat. Es heißt ja originär, Katalognummer 2659 und dann Panzer I vs 7TPDW, DW wegen den Doppeltürmen. Nein, es hat noch einen Untertitel, September 1939, und dann wissen wir, was Phase ist. Das Set hat 1353 Steinchen und 3 Minifiguren, nämlich 2 polnische und eine deutsche Minifigur. Der Karton kommt dunkel daher, ist für das Thema vielleicht auch angemessen, trotzdem wirkt es sehr bunt durch die bunt daherkommende Tarnung der beiden Panzerchen. Panzerchen ist das Stichwort, denn obwohl es der kleine Panzer sind, haben wir einen Maßstab 1:28. Das wird diejenigen freuen, die diesen Maßstab bevorzugen. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir, dass wir keine Originalfotos bekommen. Wir bauen 2 Motoren, einmal den Saurer Diesel für das polnische Gefährt und den Maybach Motor für den Panzer I. Wir können bei beiden Fahrzeugen diverse Klappen öffnen und den Motorraum auch sehen, heißt die Motoren rein und raus bauen. Und wir haben eine Gewichtung von 2 Türmen, 2 Figuren, ein Turm, eine Figur. Deswegen haben wir einen deutschen Panzerkommandanten für den Panzer I und wir haben den Colonel Stanislaw Matsche der 10. Motorisierten Kavalleriebrigade aus Polen und wir haben dann noch einen weiteren polnischen Tanker. Also 3 Figuren, 2 Panzer. Finde ich cool, aber richtig wichtig ist ja, was verbirgt sich im Set. Ihr dürft auch gerne wie immer die Nummer raten, die ich hier bekommen habe als limitierte Edition. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und jetzt lassen wir mal 2 Panzerchen fliegen. Das gab es auch noch nicht auf meinem Kanal, um zu schauen, was sich im Karton verbirgt. Ja, Freunde, das Wichtigste fällt aus dem Bild. Wir haben einen Kobi-Teiletrenner im Karton. Ich liebe diese Dinger. Freunde, wenn ihr noch keine habt, besorgt euch welche alleine für eure Teiletrenner-Sammlung. Wir haben im Karton eine Tüte 1, eine Tüte 2, eine Tüte 4 und eine Tüte 3 sowie natürlich hier das Laser-Typenschild, das ich mal an die Seite lege, denn ihr sollt ja nicht erraten, bis ihr jetzt schon wissen, welche Nummer ich habe. Dann natürlich das Zertifikat. Das lüften wir später, welche Nummer ich habe, und die Anleitung. Und bei der Anleitung habe ich schon im Vorfeld gesehen, da finde ich etwas relativ blöd, dass wir nämlich, wenn wir uns die erste Seite anschauen, klar kriegen wir eine Legende, das ist wichtig, denn Kobi-Steine sind ja zu 100% mit anderen Klemmbaustein-Systemherstellern kompatibel, haben aber teilweise andere Formen. Da muss man mal als nicht geübter Kobi-Bauer nachschauen. Nein, wir sehen nur, dass wir mit der Tüte 1 anfangen und wir sehen nicht, welches Fahrzeug wir bauen. Ich habe es jetzt erraten, wir bauen den Panzer I zuerst und dann später im Verlauf der Anleitung die polnische Version. Aber es wäre doch cooler gewesen, wenn wir vielleicht mit der Tüte 1, 2 hier schon wissen würden, wir bauen den Panzer I und dann mit der 3, 4 den polnischen Panzer. So könnte man das vielleicht sogar aufteilen und vielleicht sogar mit der Familie klemmen. Irgendwie andere Klemmbausteinhersteller machen das ja auch. Das fände ich ganz nice. Bei den Schiffen macht Kobi ja auch irgendwie so. Naja,
Sprechen wir kurz über die Anleitung. Wie immer bauen wir von Bauschritt zu Bauschritt, von Bauabschnittstüte zu Bauabschnittstüte. Pfeile weisen uns den Weg und der aktuelle Baustep ist immer der farbliche. Wir bekommen manchmal kleine Hinweisfensterchen, was wir machen müssen, und wir bekommen auch Anlegehilfen. Das heißt, wir müssen nicht immer Noppen zählen und brauchen wir eh nicht mehr, denn wir haben ja hier eine Skala sogar auf den Teiletrenner. Und fertig sind wir dann mit beiden Fahrzeugen, wenn wir den Baustep 297 erreicht haben, nämlich wenn wir den Saurer-Motor in den polnischen Panzer mit britischen Genen, das kann ich schon mal verraten, hineingesteckt haben. Auf den letzten Seiten dann Teileübersicht. Wie gehabt bei Kobi, sollte euch ein Stein fehlen, könnt ihr das nämlich hier unten auf dem Service-Tag der Webseite von Kobi reklamieren. Und eine Zusammenbauhilfe der Figuren bekommt ihr auch. Und vielleicht ganz wichtig, es wird empfohlen von Kobi, dass man über 11 Jahre ist, um dieses Set zu bauen. Schauen wir mal, ob ich das so hinbekomme. Freunde, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei den Fakten. Hier haben wir ja auch wieder eine Menge zu erzählen und mir beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Der 7TP, ausgesprochen auf Deutsch 7 Tonnen polnisch, war ein leichter Panzer aus polnischer Eigenentwicklung und zählte zu den technisch modernsten Fahrzeugen seiner Klasse in der Vorkriegszeit. Entstanden ist der 7TP als Antwort auf ausländische Modelle wie den britischen Vickers 6-Tonnen-Panzer Mark E, den Polen zunächst lizenziert hatte. Doch polnische Ingenieure beließen es nicht auf einer bloßen Kopie. Stattdessen entwickelten sie eine eigene verbesserte Version, stärker bewaffnet, besser gepanzert und mit einem zuverlässigeren Dieselmotor ausgestattet. Ursprünglich auf ein Gewicht von rund 7 Tonnen ausgelegt, brachte der 7TP in seiner finalen Version tatsächlich etwa 9,9 Tonnen auf die Waage. Produziert wurde er zwischen 1935 und 1939 insgesamt in einer Stückzahl von etwa 140 bis 145 Fahrzeugen. Davon entfielen rund 108 Fahrzeuge auf die sogenannte Einerturm-Version, während die restlichen 24 Stück als Zweiturm-Variante mit je 2 Maschinengewehren ausgestattet waren. Letztere erwiesen sich jedoch als taktisch unterlegen und wurden bald durch die modernere Variante ersetzt. Ein entscheidender Vorteil des 7TP gegenüber vielen Panzern seiner Zeit war der Einbau eines Dieselmotors. Der verwendete PZI-NZ 235, eine in Polen gebaute Variante des Saurer VBLDB 6-Zylinder Dieselaggregats, leistete 110 PS. Dies ergab ein Leistungsgewicht von knapp 11 PS pro Tonne. Beachtlich für einen leichten Panzer. Die Höchstgeschwindigkeit auf der Straße betrug etwa 37 km pro Stunde und die Reichweite lag bei rund 150 km. Die Panzerung des Fahrzeuges reichte je nach Bereich von 9 bis 17 mm, nicht undurchdringlich, aber ausreichend gegen Infanteriewaffen und Splittern. Die Bewaffnung der Einerturm-Variante bestand aus einer leistungsstarken Bofors-Kanone Kaliber 3,7, Modell 39. Diese Waffe war eine der besten Panzerabwehrkanonen der Zeit und konnte selbst die Frontpanzerung eines Panzerkampfwagen 4 durchschlagen. Ergänzt wurde sie durch ein koaxiales 7,5 mm Hotchkiss-Maschinengewehr. Der Munitionsvorrat lag bei etwa 80 Schuss für die Hauptkanone und mehrere tausend Schuss für das Maschinengewehr. Auch in Sachen Technik setzte der 7TP Maßstäbe für seine Zeit. Er war einer der ersten Panzer weltweit, der über das sogenannte Gundlach-Periskop verfügte. Ein drehbares Sehgerät, das dem Kommandanten eine 360-Grad-Rundumsicht ermöglichte. Dieses Konzept wurde später von fast allen kriegsführenden Nationen übernommen und ist bis heute Standard bei vielen gepanzerten Fahrzeugen. Die polnische Armee gliederte die 7TP in 2 Panzerbataillone ein. Beide verfügten über etwa 49 Einerturm 7TPs und wurden in den Landesverteidigungseinheiten während des deutschen Überfalls auf Polen im September 1939 eingesetzt. Besonders in den Gefechten um Przejeboż, Żułewo, Inlotz und Drzewiecka konnte der 7TP durch seine überlegene Bewaffnung Erfolge gegen deutsche Panzereinheiten erzielen. Teilweise gelang es ihm sogar, Vormärsche der Wehrmacht kurzfristig zu stoppen, ein Beleg für seine Effektivität. Doch letztlich war der 7TP ein Opfer der Umstände.
Er war zwar technisch besser als der deutsche Panzerkampfwagen 1 und auch dem Panzerkampfwagen 2 ebenbürtig, doch seine geringe Stückzahl und das Fehlen von Luftunterstützungen ließen keinen nachhaltigen Einfluss auf den Kriegsverlauf zu. Viele 7TPs wurden im Kampf zerstört oder mussten von ihren Besatzungen gesprengt werden, um einer Eroberung zuvorzukommen. Einige wenige Fahrzeuge, schätzungsweise 20 Stück, fielen jedoch der Wehrmacht in die Hände. Dort wurden sie unter der Bezeichnung Panzerkampfwagen 7TP 731 Klammer auf, kleines p, Klammer zu, geführt und vereinzelt bei Sicherungsaufgaben in Frankreich und Norwegen eingesetzt, hier sogar in eigenen Einheiten auf Kompaniestärke. Ein Fahrzeug gelangte vermutlich sogar auch in sowjetischen Besitz. Ein interessantes Derivat war der C-7P, ein auf dem 7TP-Fahrgestell basierender Artillerieschlepper. Er wurde eingesetzt, um schwere Geschütze wie Beispiel den 220 mm Mörser über schwierigstes Gelände zu ziehen. Bis zum Kriegsausbruch wurden rund 150 Stück dieses Fahrzeuges gebaut. Einige davon nutzte sogar später die Wehrmacht weiter. Heute existiert kein originaler 7TP mehr. Doch in 2006 begann ein ambitioniertes polnisches Projekt zum Nachbau eines vollständigen Exemplars anhand historischer Zeichnung und erhaltener Einzelteile. Das Ergebnis, ein detailgetreuer Nachbau, wurde schließlich 2017 vom polnischen Heeresmuseum erworben und dort für etwa 2 Millionen Zloty ausgestellt. Damit lebt die Erinnerung an den 7TP bis heute als Symbol polnischer Wehrtechnik weiter. Ein mutiger, fortschrittlicher Panzer mit englischen Genen, mit vielen Innovationen, dessen Potenzial durch äußere Umstände nie vollständig ausgeschöpft werden konnte. Aber dessen Bedeutung für die Panzerentwicklung und Militärtechnik nicht unterschätzt werden darf. Nach 3 Stunden Bauzeit stehen die beiden Panzer und Figuren und Motoren aus der Limited Edition der 2659 aus der Historical Collection World War II. 1353 Steinchen und 3 Minifiguren sind in ihr enthalten. Das Set, das namentlich heißt Panzer 1 vs 7 TPDW. Natürlich von Kubik im Maßstab 1:28. Und ihr könnt es vielleicht schon ganz klein hier erkennen. Es hat noch den Untertitel September 1939, das sagte ich schon. Aber hier seht ihr meine Nummer, die ich hier bekommen habe auf dem Zertifikat. Die 274 wird abgeheftet, genauso wie die Anleitung, über die wir gar nicht so groß reden brauchen, außer das, was ich schon gesagt habe, dass sie sehr kompakt ist und dass ich mir hier gewünscht hätte, dass wir hier vielleicht wirklich sehen, welchen Panzer wir mit welchen Tüten bauen, denn man könnte es sich wirklich gut aufteilen, wenn man ab Tüte 3 dann sagt, hey Söhnchen, du baust den Panzer, Papa baut den Panzer, irgendwie so. Sonst gibt es hier wirklich nicht viel über die Anleitung zu sagen. Es sind schöne Bauschritte dabei. Hier haben wir vielleicht das größte Highlight, dass wir hier jetzt Bügelperlen haben, die etwas verjüngt sind in der Mitte und somit wir uns im Teilelager noch mehr Steine, Sortierkästen vielleicht besorgen müssen. Denn es gibt Bügelperlen, die jetzt quasi auf einer Achse rumruscheln können und dann welche, die nicht mehr verrutschen, weil wir hier, man sieht es so eckig angedeutet, eine Verjüngung haben. Also auch mal wieder neue Steine hier in diesem Set. Ganz schön finde ich die Aufhängung hier gelöst, deswegen ist diese Altersempfehlung ab 11 Jahren beim 7TP auch gut angebracht. Lustig ist auch hier diese Aufhängung, die Anordnung des Fahrwerks. Das finde ich sehr interessant, kommen wir auch gleich zu, wenn wir hier uns darüber unterhalten, was wir für Unterschiede haben. Was ich nicht mag, ist diese Teilnummer 170413. Das sind diese in Öl getränkten Bänder. Bei Flugzeugen manchmal sind die ganz okay und manchmal auch, wenn man damit wirklich etwas fixieren kann. Hier, wenn man was drum wickeln soll, gefällt mir gar nicht. Ähnlich hier auch schon wie hier im Karton, da hinten angedeutet bei der 2656. Schaut euch gerne mal das Review an. Auch da habe ich über diese Bänder, über diese Schnüre geflücht. Das Gucken auf andere Kartons ist ganz interessant, weil wir hier ja auch wieder eine Limited Edition haben, die 2 Sets kombiniert, die wir später dann auch wieder abgeändert, ähnlich wie bei der 2656, bekommen als normale Version, denn wir bekommen einen normalen 7TP mit Turm, mit einem Turm in der 2661 und wir bekommen dann den Panzer 1 in der Ausführung B in der 2660.
0. Also wer die Limited Edition nicht haben möchte, der kann sich die Fahrzeuge auch einzeln holen. Dann allerdings abgewandelt, wie gesagt, dann nur mit einem Turm. Ähnlich auch, wie ich es gerade gesagt habe, bei der 2656, wo wir ja auch eine andere Tankkette hatten. Ja, sprechen wir aber generell über die anderen Fahrzeuge, die ich hier mit draufgepackt habe. Denn um es zu umranden, habe ich hier links den Vickers Sixton, den Urvater quasi vom 7TP aus 2019, natürlich von Kobi die 2520 und ganz rechts in diesem hellgrau auch aus 2019 die 2474 Anton der Panzer 1. Man könnte meinen, dass 2019 eigentlich der Grundstein gelegt wurde für diese Limited Edition. Finde ich ganz interessant. Ich habe euch gesagt, 3 Stunden habe ich gebraucht, jeweils pro Fahrzeug circa 1,5 Stunden. Highlight natürlich im Set enthalten der Teiletrenner. Tada, ich liebe die neuen Kobi-Teiletrenner. Ich bin nicht müde, das zu sagen. Und bei meinen kommenden, ich weiß, ich teaser schon länger an, Kobi-Gewinnspiel werde ich auch Teiletrenner aus meinem Fundus Kobi-Teiletrenner verlosen. Geht an die Seite, ist auch fast nicht gebraucht, fast, aber ich mag sie einfach hier mit dem Kobi-Logo drauf. Man kann hier die Noppen abzählen, man muss nicht mehr wirklich zählen, sondern kann es anlegen. Hier dieser Bügelperlen-Applikator oder Rausdrücker oder Achsenrausdrücker ist super und die Hebelwirkung bei dem großen Hebel ist natürlich logisch. Ja, dann habe ich euch gerade schon gesagt, ne, ich habe die 274, da sieht man es auf diesem lasergedruckten Typenschild. Ich finde, ihr seht hier immer so schön ein bisschen meine Patschepfötchen, aber auch wie sonst, wie cool gelasert hier dieses Typenschild ist. Das gefällt mir richtig gut. Ich habe natürlich jetzt hier nicht den Panzer 1 stehen, ich habe das Typenschild zu spät erst hingestellt und dann gemerkt, so ach, die Anordnung ist falsch, aber ihr könnt mir sicherlich verzeihen. Trotzdem finde ich es ziemlich cool, wenn es so gelasert ist und auch so schön glänzt dann hier im Licht meines Kamerasetups. Schauen wir uns dann auch gleich die Figuren an, denn eine Figur hat sich schon hingelegt und die Figur ist eigentlich mit die wichtigste, die wir hier haben, nämlich unseren Generaloberst bzw. später dann Brigadegeneral, unseren Stanislav Maciek, über den wir auch gleich, also beziehungsweise ich suche es euch heraus, wenn wir nach diesem Review in die Fotoshow gehen, nochmal ein paar Fakten bekommen. Nett, eine interessante Lebensgeschichte, finde ich. Toll, hier grau auf schwarz, auf dieser typischen Frühkriegs-Lederkombi gedruckt und dann braune Handschuhe, Dienstglas und hier auch wieder dieses Rockteil, was Kobi von den weiblichen Figuren übernommen hat, aber bei den Römern und bei Volkssturmfiguren und bei Mänteln immer mehr einsetzt, finde ich richtig gut. Dann haben wir hier natürlich unseren polnischen Panzerkommandanten, dann jetzt hier in so ein Tan gedruckt, auch ziemlich viel. Hier das Dienstglas oder nicht mehr Dienstglas, sondern eher eine Staubbrille umgehangen. Pistolenhalster, Kartenhalster, das typische Barett, eine Pistole, auch braune Handschuhe, allerdings hellbraun. Die anderen waren rotbraun und wir können das Barett auch austauschen gegen diesen typischen von den Franzosen angedachten Helm. Sieht ziemlich cool aus. Die Figur stecken wir auch später, wenn ich es ins Regal stelle, in den Schlitz von dem Fahrzeug. Dann haben wir einen Motorstand, einen Motorträger hier für unseren Saurer Diesel, den VBLDB. Ich habe euch das bei den Fakten erzählt. Da ist der Motor auch mit Metallic-Steinchen. Wir können ihn abnehmen und wir brauchen ihn auch gleich, denn wir können ihn in das Fahrzeug stecken. Wandern wir nach rechts. Da haben wir unseren deutschen Tanker mit der typischen Panzermütze aus dem Polenfeldzug. Da haben wir auch einiges an Abzeichen. Wir haben die rosa Litzen, wir haben hier so einen amerikanischen Schraubenschlüssel, wir haben eine typisch deutsche Pistole mit Magazin. Er guckt dreist daher, oder ja, nicht dreist, er guckt entschlossen daher. Der Kopf sitzt ziemlich locker hier, ihr seht es vielleicht. Das gefällt mir nicht so gut. Irgendwie ist das hier, dass der Hals zu dünn ist und das Loch vom Kopf zu schmal. Das gefällt mir nicht, sitzt zu locker. Aber dafür dann wieder tolle Drucke. Rückseite bei allen Figuren, außer bei dem Mantel von unserem polnischen General nicht bedruckt. Und dann haben wir hier auch den berühmten, berühmt nicht, aber diesen Maybach NL38TR Motor, der in unseren Panzerkampfwagen 1 steckt. Auch hier schön Metallic. Hier oben auch das, was Kobi Metallic nennt. Und auch das brauchen wir gleich, das Motorchen, wenn wir in unsere Fahrzeuge gucken. Wir bleiben gleich hier links, denn ich muss sagen, das Fahrzeug gefällt mir hier mit fast am besten. Ihr seht, ja, so gut drehen sich die Ketten nicht, liegt aber auch an meinen glatten Untergrund
und auf der Tatsache, dass wir hier diese Räderchen haben. Also es ist sehr schmack, es dreht sich schon ganz gut, aber nicht auf glatten Oberflächen. Generell das Fahrwerk finde ich sehr, sehr interessant. Das gefällt mir. Wir haben diese kleinen Gummiräder. Wir haben hier diese schwarzen normalen Räder, die wir auch von anderen Herstellern kennen, mit diesen Radkappen, sage ich mal. Hier unten die von mir schon angedeutete interessante Fahrwerkskonstellation. Auf der anderen Seite das gleiche. Also wirklich ein Fahrzeug, was mir Spaß gemacht hat zu bauen. Die zwei Türmchen muss man mögen. Ich finde die Konstellation interessant. Ist ein interessantes Fahrzeug. Und hier haben wir eine Klappe, wo wir die Figur reinstellen können. Ist ja auf dem Foto bei Kobi auch so angedacht. Da steckt die Figur dann drin und wir haben hier hinten die auch schön gelöste Abgasanlage. Hier die Bügelperlen mit der Verjüngung, die ich euch gerade erwähnt habe. Und wir haben eine gute Motorabdeckung, die wir auseinanderbauen müssen, um ranzukommen. Aber das finde ich gar nicht mal so schlecht, denn wir haben hier die Möglichkeit, einmal es abzunehmen. Es wird hier auf den beiden Noppen gehalten, diese Plate, aber wir können auch hier hinten so, zack, das abnehmen, weil wir hier Noppen haben in diesen halbhohen Steinen mit den Öffnungen und somit können wir ganz entspannt diesen Saurer Diesel dann dort verbauen. Zack und auch wieder alles schön zumachen, Klappe zu, Affe tot, fertig ist die Laube. So, zack. Kann auch sein, dass es andersrum gehört. Egal, lassen wir jetzt so. Ne, passt sogar, habe ich auf Anhieb richtig gemacht. Schön sind die Drucke auf diesen kleinen Mini-Türmchen, wo wir natürlich hier keine Klappe aufmachen können. Das ist klar, ist dieser Mogelei mit dem Maßstab natürlich irgendwie geschuldet. Hier haben wir Drucke, das gefällt mir. Hier diese typische Werkzeugdose, die auch ein Essgeschirr sein könnte. Und hier haben wir auch wieder Drucke für die Luken an dem Fahrzeug. Also das Fahrzeug gefällt mir eigentlich mit am besten auf den ersten Blick, weil es hier schön raffiniert ist mit dieser Federung. Wir haben hier natürlich den Dreifarbtarn, also eine Farbe quasi bewusst noch mehr, wenn wir das Metallic mal weglassen. Und diese Kuriosität mit den zwei Türmen finde ich halt einfach super interessant. Etwas mehr Bauchschmerzen habe ich auch mit dem Panzer 1. Aber schauen wir uns mal ganz kurz den 7TP hier im Vergleich an zu seinem historischen Vorbild, den Urvater. Wie gesagt, oder wie ich es immer sage, schaut mal hier oben rechts auf der Playlist nach, meiner Kobi-Playlist. Da findet ihr auch dieses Set wieder. Das sieht natürlich etwas gedrungener aus, etwas rudimentärer, aber wir können die Ähnlichkeiten vom Fahrwerk erkennen. Finde ich also ganz cool. Mit mehreren will man es gar nicht merken. So. Aber ein interessanter historischer, wie soll ich sagen, Familienzusammenschluss der Vickers Sixton und der 7TP in seiner Zwillingsturmausführung. Gucken wir uns jetzt den Panzer 1 an. Wir schieben dazu mal ein bisschen zur Seite und ich muss mal ein bisschen ausholen, Arm lang machen. Und da sehen wir das Fahrzeug, was wahrscheinlich viele von euch am interessantesten finden. Ich muss sagen, ich mag den Panzer 1. Ich finde es immer kurios hier mit dieser Radspannung. Ich habe es im Panzermuseum schon gesehen und in diversen Panzermuseen, dieses Fahrzeug. Es gefällt mir eigentlich sehr gut. Hier auch total das mit den Farben, das mit den Drucken. Aber einiges gefällt mir überhaupt nicht so gut. Und das ist einmal, warum haben wir hier so Metallic drin? Das sieht komisch aus. Und hier könnt ihr vielleicht gucken, man schaut hier durch, das Fahrzeug durch. Also hier ist so eine Lücke. Man kann von der Seite bis nach hinten durchgucken. Fingerchen. Also das gefällt mir gar nicht. Das finde ich richtig krass. Generell haben wir hier so eine Motorhaube runtergedrückt, also hier so draufgelegt. Wir haben einen riesen Gap, das gefällt mir überhaupt nicht. Dieses Schnürbändchen habe ich euch schon gesagt, was ich eh nicht mag. Von vorne so haben wir, okay, diesen versetzten Turm des Panzer 1, das gefällt mir, aber dieses glatte Abfallen mit einem Hinge-Element, das gefällt mir überhaupt nicht. Und das größte Manko ist eigentlich, finde ich, hier unsere labbrige Bewaffnung am Turm. Sieht aus wie Kobi wirklich hier aus 2019. Und da möchte ich mal behaupten, dass das Kobi rudimentärer, aber irgendwie besser gelöst gehabt. Nämlich hier mit einfach solche Stäben in Jumper reingedrückt. Aber hier mit diesen Formteilen, das gefällt mir gar nicht, muss ich echt sagen. Wie es besser geht, zeige ich euch mal hier als Bild eingeblendet, denn mein lieber Freund der Maurice, die Putzhilfe Mo, Instagram-Kanal wird unten in der Videobeschreibung verlinkt, hat das etwas besser gelöst und freundlicherweise hat er mir sogar einen Umbau, einen Turm zugeschickt, der noch nicht für dieses Review da war, aber ich freue mich, es gibt dann Bilder bei Insta, wenn ich diesen Turm austausche. Trotzdem natürlich gut geworden ist dieser Zweifarbtarn, ist natürlich
Das ganze Thema mit den Drucken, hier hinten auch mit der roten 8. Wir haben hier eine Klappe, wir können also wirklich eine Figur so halbwegs reinstellen. Wir haben hier so eine Art Locheisen, also eine 1x4er Fliese mit Löchern, das finde ich ganz interessant. Wagenheber und eine ganze Menge an Klappen und Kisten. Hinten dann wieder gut, das muss man mögen, mit dieser Abgasanlage, sieht sehr, ja, lustig aus, wie so ein Schiffshorn, möchte man behaupten. Ja, dafür ist er unten ganz glatt, die typische Bauweise, wie wir es kennen. Hier ist not on top, also einfach so liegend gebaut mit dann Brackets nach oben, wo der Aufbau kommt. Antenne ganz cool, Schlauch ganz cool. Also die Accessoires und die Drucke sind super. Sonst hier vorne, dieser ganze Bereich gefällt mir einfach nicht mit diesem Gap und dass man hier durchgucken kann. Das ist nicht mein Fall. Aber natürlich hier fehlt auch nochmal der Bereich mit dem Motor. Das habe ich euch auch gesagt beim 7TP. Das bin ich euch hier auch schuldig, weil hier können wir alles hochklappen. Also komplett. Da passt dann unser Maybach-Motor rein. Wir haben die Noppenaufnahme und dann packen wir den Motor hier rein. Ich muss sogar sagen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der reingehört. So haben wir es. Zack. Und dann klemmen wir ihn rein. Klemm. Klappe zu, Affe, tot. Fertig ist der Motor drin. Die Kette läuft hier auch ganz gut. Allerdings das gleiche wie beim 7TP. Hier auf meinem glatten Tisch läuft es nicht so rund. Ja, Freunde, schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Ich kann euch sagen, dass ich mir persönlich den Panzer 1 nicht noch einmal kaufen werde. Gut, klar, er ist jetzt ja auch in der normalen Version, der kommt nicht großartig, in Anführungszeichen, anders als in der Limited Edition. Aber weil mir der 7TP hier in der Doppelturm, in der Twin Engine Geschichte, oder Twin Turret, so ist richtig, Twin Engine ist es nicht, Twin Turret, besser gefallen hat, würde ich mir auch hier nochmal die Einzelturm-Variante kaufen. Aber Freunde, das ist nur meine Meinung. Ich möchte noch mal ganz kurz hier den Panzer 1 so mehr daneben stellen, den alten, der natürlich etwas wirklich mehr, sehr rudimentärer ist. Alleine vom Motor haben wir hier nur einen Druck, wenn ihr mal guckt. Trotzdem, ja, war mir wichtig, euch alle Fahrzeuge mal, alle 4 hier zu präsentieren im Vergleich, weil sie eigentlich ja wirklich historisch gut zusammengehören. Aber trotzdem finde ich diese Lösung mit den Maschinengewehren hier irgendwie besser und auch so wie mit Maschinenkanonen, meine ich, oder so wie mir das auch, ja, Maurice gemacht hat, diesen Umbau. Aber eure Meinung ist wichtig. Meine ist jetzt ja für dieses Video subjektiv, aber ich möchte eure wissen. Deswegen schreibt mir die gerne bitte unten in die Kommentare. Was haltet ihr von dieser Limited Edition? Geht ihr auch mit mir und sagt so, ja, das Fahrzeug ist eigentlich viel cooler. Klar, sieht die Aufhängung hier etwas echter aus mit diesen extra Rädern. Hier können wir halt Bricks durchgucken. Trotzdem haben wir ja hier diese Räderaufhängung, dieses Radwerk mit der Federung sehr gut dargestellt, finde ich, für dieses Fahrzeug. Auf jeden Fall viel besser als hier. Das muss ich euch mal zeigen, denn wenn ihr das Video nicht gesehen habt, hier wurde einfach mit schwarzen Plates gearbeitet, damit man nicht sieht, dass da eigentlich etwas ist, was noch stützt. So, lieber Tommy, du lehnst dich an dein Panzerchen, denn du bist eigentlich nicht hier wichtig. Ihr seid wichtig, eure Kommentare sind wichtig, schreibt mir die in die Kommentare. Und jetzt bekommt ihr nochmal Detailbilder von unseren beiden Hauptdarstellern aus dem Set 2659. Viel Spaß damit! Wie versprochen, bekommt ihr Detailbilder, aber auch noch einen Nachschlag Fakten. Wir sprechen über Stanisław Maczek. General Stanisław Maczek war einer der brillantesten polnischen Panzerführer des 20. Jahrhunderts. Offizier, Humanist und Taktiker mit Sinn für Tempo und Manöver. In Lemberg geboren, diente er im Ersten Weltkrieg auf der Seite Österreich-Ungarns, kämpfte anschließend in den Unabhängigkeitskriegen Polens und machte sich früh einen Namen als Vordenker beweglicher Gefechtsführung. Daraus entstand seine Schwarze Brigade, die 10. Motorisierte Kavalleriebrigade, schwarz gekleidete Soldaten, schnell, diszipliniert, darauf ausgelegt, den Gegner auszumanövrieren, statt ihn frontal zu zermalmen. Im September 1939 bremste Maczek mit dieser Brigade die deutsche Offensive im Süden Polens aus, führte geordnete Rückzüge, schlug Gegenstöße und rettete damit Verbände vor dem Einschluss. Nach dem Fall Polens schlug er sich weiter
nach Frankreich durch, kommandierte dort 1940 eine gepanzerte Brigade gegen die Wehrmacht und gelangte schließlich nach Großbritannien. Dort formte er die 1. polnische Panzerdivision, ein Verband, der aus Exilanten bestand, aber an Ausbildung und Moral kaum zu übertreffen war. Im Sommer 1944 landete Maček in der Normandie. Seine Division schloss bei Chambois und auf der Anhöhe Mont-Ormel die Falaise-Lücke, ein Schlüssel zur Befreiung Frankreichs. Dann der Vorstoß durch Belgien und in die Niederlande. Breda befreite Maček durch einen weiten Umfassungsangriff, nahezu ohne zivile Verluste. Sein Markenzeichen war der Schutz der Bevölkerung bei maximaler Schlagkraft. Am Ende des Krieges nahm seine Division in Wilhelmshaven eine große Marinebasis der Kriegsmarine samt Garnison gefangen. Nach 1945 durfte Maček nicht in ein freies Polen zurückkehren. Ohne britische Pension arbeitete er bescheiden in Edinburgh, blieb aber seinen Soldaten und den befreiten Städten verbunden. Er starb hochbetagt und wollte, wie ein Kommandeur bis zuletzt, bei seinen Männern ruhen. Begraben ist er auf dem polnischen Friedhof in Breda. Mačeks Vermächtnis ist klare Führung, Respekt vor Zivilisten und der Glaube, dass Beweglichkeit, Mut und Verstand Schlachten entscheiden und Freiheit bewahren. Ja, Freunde, das ist das Video schneller zu Ende, als dass ich einen Euro in mein Sparschwein stecken muss. Denn ich habe ja euch erzählt, ich werde mir sehr wahrscheinlich die Einturm-Variante des 7TPs auch noch kaufen. Denn mich fasziniert dieses Fahrzeug, seit ich den Sixton gebaut habe. Deswegen haben diese beiden Fahrzeuge, der Sixton und der Panzer 1 von 2019, auch einen besonderen Platz, finde ich, in diesem Review verdient. Denn es geht ja noch weiter, die Geschichte hier unseres Vickers Sixtons bzw. des 7TPs, wenn wir da an den T26 der sowjetischen Streitkräfte denken. Vielleicht mocke ich mir einen aus diesem zweiten oder dritten Fahrzeug, dann werden wir sehen. Danke euch auf jeden Fall schon jetzt für die Kommentare, denn ich möchte wissen, was haltet ihr von diesen beiden Fahrzeugen? Vor allen Dingen, was haltet ihr von meiner Kritik an den Panzer 1? Dieses Fahrzeug ist für mich das Schwächste in diesem Set, aber generell möchte ich betonen, dass ich Kobis Herangehensweise mit 2 Panzerchen in einer Limited Edition ziemlich cool finde. Und wenn man diesen Frühbucherrabatt, nenne ich es mal, bei Kobi nutzt, ist diese Limited Edition auch nicht so teuer im Vergleich zu dann später regulär oder zu den einzelnen Sets. Das ist meine Meinung, könnt ihr aber auch so ein bisschen immer an den Einzelpreisen pro Stein sehen. Dafür ja meine Infokarten. Aber wie gesagt, meine Meinung ist die eine, eure ist die andere. Lasst sie mich wissen. Und wie immer, bei 2 Panzern, hier sogar eigentlich mit 4, die ja auch nur Autos sind, wünsche ich euch eine gute Fahrt, auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar.